Mein Name ist Josef Poulsen und das ist meine Geschichte bei RB Leipzig. Juli 2013, da habe ich meinen Vertrag unterschrieben. Zum ersten Mal von meiner Heimat weg und nicht nur in Urlaub, sondern permanent. Erste Mal mit dem Trikot war in Halle auswärts. Obwohl das 10 Jahre her ist, erinnere ich es sehr, sehr gut. Die ersten Male bleiben immer sehr gut in Erinnerung drin und intensives Spiel. Wir haben gewonnen 1-0. Ja, mein erstes Tor, es war nach 20 Sekunden, glaube ich, oder so, gefühlt. Es war ein sehr schönes Gefühl und direkt vor unserer Kurve. Und genau in der B-Style, glaube ich. Hohes Pressing und Fehler erzwingen und 1-0. Da sein erstes Tor zu machen, ist besonders. Das Reichenspiel war natürlich auch schön. Und sogar mit links, obwohl alle gesagt haben, ich kann mit links nicht schießen. War es auch ein relativ guter Schuss. Ja, das Aufstiegsspiel Saarbrücken 5-1. Obwohl ich glaube, das ganze Stadion dachte, dass 5-0 ausgegangen ist, weil die haben es gar nicht mitgekriegt, dass das Saarbrücken ein Tor gemacht hat. Weil die immer noch komplett am Jubeln waren. So hat meine Familie das auf jeden Fall erzählt. In der Kabine vor dem Spiel sitzen wir da und ich kann die Worte nicht zu 100% wiederholen, aber das war ungefähr so, dass es vielleicht mal ein schweres Spiel sein könnte, wenn wir so nicht in Panik geraten, wenn wir nicht direkt das 1-0, 2-0 und 3-0 innerhalb von 15 Minuten schießen. Und dann gehen wir raus und dann führen wir 1, 2, 3-0 nach 15 Minuten. Und die ganze Feier, es war sehr, sehr schön. Und was ich für immer mit mir als vielleicht größter Erfolg für mich. Das Jahr sagen, das war einfach wieder geil, wieder Aufstieg, wieder zu Hause alles klar gemacht habe gegen Karlsruhe und nein, Halster kriegt das Tor nicht, obwohl er das gerne haben will. Noch Rangnick mit seinen Faserriss in der Oberschenkel beim Jubel danach und ja, das sind viele gute Erinnerungen von dem Jahr. Die Bundesliga ist safe. Ich freue mich auf die ganze Stadt, Leipzig, die Mannschaft, alles. Zweite Liga war schön. Zweite Liga war schön. Zeit für uns zu gehen. Also da ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Bundesliga zu spielen ist was sehr, sehr Großes, was nicht viele schaffen. Dann als erstes ein Siegtor 2-1 zu schießen und komme wieder mit links, obwohl die sagen, ich kann mit links nicht schießen. War natürlich sehr schön. Und wieder zu Hause. Ja, dann auf einmal direkt qualifiziert für die Königsklasse im ersten Jahr Bundesliga. Da kommt dann das nächste Ziel meiner Karriere, auf allerhöchstem Niveau zu spielen. Und ich sage immer, es gibt 2 Hymnen, die, egal wann die gespielt werden, kriege ich Gänsehaut. Das ist der Champions League-Hymne und das ist der Nationalhymne von Dänemark. Ja, der erste Dreierpack erstmal mit der Verein kann man viel Geschichte schreiben. Erster zu werden in irgendwas und erste Dreierpack zu machen für den Verein in der Bundesliga ist natürlich was Schönes. Ich habe den Ball zu Hause, also das behalte ich noch für mich. Erste Pokalfinale
erinnere mich noch an meine Chance noch. Steht leider zu der Zeitpunkt wahrscheinlich der weltbeste Torhüter im Tor und pariert es an die Latte hoch. Kommen wieder zu dem Thema. Aus Niederlagen lernt man. Und das ist Erfahrung, die man mitnimmt. Und leider hat es in dem Jahr mit dem Pokal nicht geklappt. Ja, Vater zu werden ist schon was Besonderes. Sehr, sehr besonders. Um das geht es im Leben. Um Familie. Enge Beziehungen. Und engere Beziehungen als zu seinen Kindern kriegt man nicht. Das war mal eine Veränderung meines Lebens. Und ja, für das Gute, muss ich erstmal sagen. Für das Kind, für meine Frau, für mich. Und das haben wir auch geschafft. Großer Erfolg eigentlich in der Champions League, was wir eigentlich geschafft haben, komplett in die Halbfinale einzuziehen. Das Spiel auf dem höchsten Niveau, die wir zu dem Zeitpunkt gespielt haben. Da als Kapitän die Mannschaft auf den Platz zu bringen, war besonders. Wir haben von ersten Male geredet, mit Aufstiege, mit Toren, mit Debüten und da endlich mal den ersten Titel zu holen. Und dann so ein verrücktes Spielverlauf, da ist es, glaube ich, wenn man da Adrenalinproben nimmt, dann gibt es wahrscheinlich nicht viele Sachen, die das nachstellen können. Das ist, glaube ich, für jeden, die in dem Spiel dabei waren, immer in Erinnerung bleiben will. Auf einmal doppelter Papa. 2 Kinder. Ich habe gedacht, man kann diese Liebe, was man zum ersten Kind nicht teilen. Und wie ist es dann, wenn man ein zweites Kind kriegen? Aber anscheinend wächst das Herz einfach und man hat genauso viel Liebe für Kind Nummer 2. Und 2 Kinder ist schön. Auch anstrengend ab und zu, aber sehr, sehr schön. Und was die für ein Verhältnis als Geschwistern dann aufbauen und das dann alles von der Seitenlinie mitzukriegen, ist was ganz, ganz Spezielles. Ja, den zweiten Pokalsieg, das einmal zu schaffen, ist schwer. Das zu wiederholen ist noch schwerer. Und dann direkt im Anschlussjahr das zweite Pokal zu holen, ist besonders und zeigt auch, wie gut wir als Mannschaft sind. Ja, das Pokalfinale an sich, ich sage es immer wieder, Pokalfinale Berlin mit 50-50 Zuschauer ist die geilsten Spiele. Es gibt wenige Spiele, glaube ich, in einer Karriere, die das toppen kann. Da muss ich sagen, war ich auch gut drauf in dem Spiel. Es kommt auch dazu, das ist nicht immer so. Aber wir haben auf einmal sehr, sehr viel Druck ausgeübt und am Ende 2 Tore gemacht und verdient gewonnen. Ja, an sich ein sehr, sehr, sehr geiles Spiel. Und mein Teil dazu beizutragen, ist schön. Ich hoffe, dass wir am Ende der Saison unsere Ziele dann, die wir uns als Mannschaft gesetzt dann erreichen. Und dann bin ich sehr, sehr glücklich über mein 11. Jahr bei Apple Leipzig.